In meinem Anleitungsvideo zeige ich dir, wie du mit wenig Aufwand und einem Stempelset aus einem A4-Blatt 8 wunderschöne Karten gestalten kannst. Das Ganze geht ziemlich schnell, also schau dir es unbedingt an, bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ja, ich brauchte wieder viele Karten, das brauche ich ja oft. Ein A4-Blatt ist schnell bestempelt, zerschnitten und zu 8 wunderschönen Karten zusammengesetzt. Ich habe noch etwas Farbkarton verwendet, etwas Designerpapier und Grundkarten. Meine Grundkarten sind in den Maßen 14,85 x 10,5 cm. Also aus Designerpapier 8 Mattungen oder Unterlagen in den Maßen 10 x 14,35 cm. Und dann habe ich mir überlegt, so wie ich nachher mein Blatt zerschneide, ein bisschen weniger Materialverbrauch, also aus einem, brauchst 2 Farbkartons, also 1,5 Farbkartons in A4, 8 Stück in 10,5 x 7,9 cm. Ein bisschen Band. Das Stempelset. Bei mir liegt anmutige Blüten auf dem Arbeitstisch. Wir haben September, also suche ich mal so ein bisschen herbstliche Farben raus. Hier bei diesem Set hatte ich Karten, Rohlinge, fertige genommen. Jetzt habe ich mir welche zugeschnitten. Ein A4-Blatt lege ich mir so auf den Arbeitstisch, dass ich über den Rand stempeln kann. Schauen wir mal, wie wir das schieben. Wir haben 2, falls was schief geht. Genau. Und bei sowas bin ich ja meistens der Meinung, gar nicht so lange drüber nachdenken, sondern einfach loslegen. Die Gestaltung läuft so, dass ich die Kanten intensiv bestemple und der Rest ergibt sich dann. Jetzt haben wir hier dieses Stempelset. Ich nehme mir mal eins so, trotzdem, um so einen kleinen Blick drauf zu werfen von meinen Musterkarten. Arbeite heute in Merlot-Rot, in Papaya und in Calypso. Außerdem das Lodengrün hat es auf den Arbeitstisch geschafft. Ich nehme zuerst das Merlot-Rot und nehme da auch die größte Blüte mit. Stempelblock für meine Blüte und wie gesagt, nicht so groß drüber nachdenken. Setzen wir das Ganze einfach mal so ein bisschen hier drauf. Erster Abdruck und über den Rand, weil du weißt ja, wir werden es zerschneiden, also kann es ruhig über den Rand hinausgehen, weil immer wieder Schnittkanten entstehen, die eben auf den Elementen liegen. Es sei denn, du misst dir das aus, kannst du natürlich auch machen. Ja, dann ist es aber nicht so spontan. Ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Technik, weil man gar nicht weiß, was am Ende bei rauskommt. So, das war das erste. Dann nehmen wir hier als nächstes in Calypso, weil wir da das Designerpapier habe ich ausgewählt aus den Landhauskaros. Ich glaube, ich habe es mir richtig gemerkt. Und wenn ich jetzt mit einer hellen Farbe drauf gehe, muss ich gar nicht... Ach, Moment. Pfuscht ein bisschen. Muss ich gar nicht mit der Maskiertechnik arbeiten, sondern das verschwindet relativ locker unter diesen kräftigen roten, Merlot-roten Blüten. Gucken, dass ich nicht wie hier unten so diesen Rahmen drauf kriege, also nicht ganz so sehr schleudern. Angela schleudert gerade. Genau, es kann ruhig kräftig bestempelt sein. Nichtsdestotrotz ist es auch schick, wenn irgendwo weiß übrig bleibt. Das belebt das Ganze. Ja, jetzt hatten wir das. Dann haben wir hier diese kleinen Elemente, diese klitzekleinen Blüten. Und die nehme ich ruhig nochmal mit einem kleinen Stempelblock in Merlot-Rot. Weil die sind praktisch die noch nicht ganz offen sind. Die können wir jetzt hier überall so ein bisschen dazwischen setzen. Du könntest das auch ganz anders anlegen, ne? Das ist ja gerade bei diesen selbstgestempelten Designerpapieren oder Motivpapieren ist da ja wirklich keine Grenze gesetzt. Da geht alles. Bevor wir dann auf das Papaya, vielleicht brauchen wir es auch gar nicht noch kommen, gehe ich jetzt erstmal mit Grün aufs Blatt. Lodengrün. Schauen wir mal. Dass wir hier so einen Block haben. Hier nehmen wir die Blätter. Die machen wir jetzt so ein bisschen Verbindung. Trotzdem will ich sie nicht ganz oben drauf setzen, so ein bisschen dazwischen einfach.
Ja, du könntest das auch ganz anders gestalten, ist klar, mit Maskiertechnik, wie eben schon angedeutet. Das würde dann bedeuten, dass du eben Elemente abdeckst und dann drüber stempelst. Habe ich auch schon oft gezeigt, kennst du vielleicht schon. Ist auch eine spannende Technik, aber hier, das lebt davon, dass das so ein bisschen kreuz und quer und auch aufeinander gestempelt ist. So, das Grün macht schon ganz schön was her. Da unten ist mir noch ein bisschen kahl. So, und dann dachte ich mir, warum nicht? Setze ich das Papaya ruhig noch zwischen. Kann das Ganze wieder total verändern, aber wir experimentieren ja. Also Papaya, nehme ich dieses größte Element, ist jetzt einfach mein Hintergrundfüller. Das sitzt hier so ein bisschen zwischen und überall, wo sonst da unten beim Blumenrand noch ein bisschen was Weißes ist, taucht jetzt das Papaya auf. Nochmal umgedreht. Könnte ich auch andersrum machen, aber ich finde, so sieht man das immer ganz gut. Du könntest auch variieren, jede Seite ein bisschen anders gestalten. Ja, warum nicht? Setzen wir da oben noch so ein ganz kleines bisschen zwischen. Dann taucht das auch nochmal extra auf. Zu wenig Grün, dann setzt ihr noch mehr Grün drauf. Ja. Okay. Einmal geputzt und dann schon an uns schneiden. Das beiseite. Das zu. Papierschneider. Und dann habe ich ja gesagt, ich will es rationell haben. Das Blatt ist 21 cm breit. Ich mache jetzt Folgendes. Das habe ich hier nicht gemacht, aber das war auch eine andere Kartenform. Ich schneide mir jetzt von dieser Seite angesetzt 10 cm runter. Und auf der anderen Seite auch 10 cm runter und dann bleibt eben 1 cm übrig. Aber ich kann meine Mattungen, die ja da schon liegen, könnte ich dann eben, hier ist der Zentimeter, den können wir uns einrahmen. Mit dem können wir natürlich noch ganz andere Elemente, zum Beispiel so Schriftbänder setzen. Also immer aufheben, in irgendeine Tüte reinpacken. Ja, 8 Karten wollen wir rausbekommen. Also haben wir jetzt ein bisschen Mathematik gerechnet. 30 ist es nicht, es ist 29,7. Das heißt, wir schneiden uns jetzt was? Genau 7,4 cm. Du kannst jetzt Stopp schreien, wenn ich mich verrechnet habe, aber ich denke, es stimmt. Also 7,4, 7,4. 7,4 und der letzte müsste ein Zentimeter übrig sein. Mathematik, aufgepasst. Fast. Gut. So, hat nicht ganz geklappt, aber sind alle relativ gleich breit und passen dann eben mit einer gleichmäßigen Mattung hier auf meine Paprika. Also 7,4. Das sind so immer diese kleinen Millimeter, wo auch mal schief gehen kann. 7,4. 7,4. Mal schauen, wie es hier aufgeht. 7,4. Auch da bleibt nichts übrig. Okay. So. Mal warten. Auch heute habe ich es versäumt, es noch rationeller von der Arbeitszeit her zu machen. Ich hätte auch wieder, bevor ich zerschneide, auf die Rückseite mein doppelseitiges Abreißklebeband streifenförmig setzen können. Dann hätte ich das einfach schneller mit Streifen geschnitten, ist auch kein Problem. So setze ich jetzt hier ganz schnell meinen Klebestreifen drauf. Könnte mir das schon mal bei rationell überlegen, dass hier unten ja ein Band drüber gehen soll. Also setze ich hier unten das mal über quer. Oben quer und unten quer. Da ja keine Gewichte dran hängen, reichen solche Dinge auch, wenn sie nicht ganz flächig geklebt sind, sondern eben fixiert. Halten soll es schon, ne? Da sind wir uns einig. Okay, ja, jetzt die Fleißarbeit. Du ahnst es schon, es ist wie immer große Fleißarbeit. Alles kleben. Ja, bisschen schicki soll es werden. Das heißt, schicki macht es ja immer einmal natürlich das Stempelmotiv und das andere zum anderen das Band oder Bling Bling oder extra Größe und Texte. Jetzt geht es also bei jedem so.
dass ich mir das Band nehme, hier aufsetze, hier unten einmal rüberlege, gucke, dass es gerade ist und drüben wieder rumschlinge, meinen Klebstoff nehme, meine Schere nehme, das war auch so nett, ne? Mein Schere heißt jetzt Klebstoff und gleich, nicht dass am Ende was nicht reicht, mir eine Schleife setze. Glaubst du, meine Klebepunkte liegen immer noch an meinem chilligen Klebearbeitsplatz, wo ich dann alle solche Sachen immer in Ruhe zusammensetze. Da war ich eben, ne, hab gedacht, wollen wir irgendwas? Nein, nix, denkste Puppe. Okay, wir machen jetzt mal eine Karte komplett fertig und die anderen, schauen wir mal. Jetzt haben wir ja hier unten die Klebefläche praktisch mit unserem Band komplett besetzt, also würde es nicht halten, setze ich noch eine drüber. Setze das Ganze hier auf die Mattung, schaue, dass es schön vermittelt ist, dann sieht das auch exakt aus. Nehme einen Klebepunkt, meistens hängt hier einer, klar, hier hängt einer, habe ich ein Glück. Setze den da drauf, wo ich denke, dass die Schleife den wenigsten Schaden macht und den größten Nutzen. Und dann habe ich mir überlegt, habe hier ja auch liegen, kleine Therapie, da ist dieser Teebeutelanhänger, den habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet. Mit dem Stempel Kleine Freude hier draus, passt genau drauf. Und dann tue ich einfach so, als ob dieses als Schild hier unten angehängt ist. Setze ich also mal einen Klebepunkt drauf, hier so einen Abstandsklebepunkt und einen zweiten. Und dann wird das Ganze hier reingeklebt. So, als ob das da drinne steckt. Die Schleife läuft vielleicht oben drüber. Und weil die da so super sitzt, kann ich die auch ein Stück abschneiden noch. Genau. Und jetzt nehme ich meine Karte und baue das Ganze zusammen. Rohling, hier arbeiten wir jetzt mit Klebstoff, Flüssigkleber. Könnten auch gleich zwei kleben, also wieder gegendrücken, aber ich mache jetzt mal hier nur eine. Und setze das hier drauf. Und für dieses Abstandsklebepunkte, auch da muss ich wieder sagen, die großen, gibt ja kleine, das sind die Minis und die normalen, nennen wir die anderen mal normal. Die hier sind dann aber nicht verrückt. Nein, die normalen liegen auch da. Du weißt schon, wo die anderen Sachen alle liegen. Da, wo es chillig ist und ich dann hinterher sage, heute habe ich nur gechillt und dabei habe ich Karten um Karten geklebt. So, und das Ganze klebe ich so ein bisschen nach oben, lasse unten den Rand frei, bin mit dem Gruß schon fertig. Und schon ist meine Karte fertig. Das hier ist die erste Serie, dieses wird die zweite Serie. Und damit du nochmal auswählen kannst, mache ich nochmal eine dazu. Genauso wie diese hier. Wiederholen wir einfach alles, ne? Und die klebe ich mal auf das Merlot-Rot. Und du könntest mir dann mal schreiben, ich freue mich ja immer über Rückmeldung, welche du besser findest. Die mit dem Grün, mit dem Lodengrün oder die mit dem Merlot-Rot. So. Ja, du kannst dich hier gerne auf meinem Kanal umschauen. Es gibt jede Menge Karten. Ich verwende die Materialien von Stampin' Up, aber gute Nachricht, du kannst mit wenig Aufwand und ein bisschen Fantasie austauschen ohne Ende mit dem, was du zu Hause hast. Und wenn du merkst, okay, also das habe ich alles nicht, dann schau in ein anderes Video rein. Es gibt ganz viele Videos, die wirklich so sind, dass du mit dem, was du hast, ohne viel Aufwand, gerade bei Kartenfalltechnik oder solchen Dingen oder auch hier mit einem Stempelset, was bei dir da ist, schon mal so richtig loslegen kannst. Also meine Idee ist, dass du einfach kreativ selber loslegst. Deswegen versuche ich so viele Ideen wie möglich in kurzer Zeit für dich hier zu bringen. Okay, jetzt machen wir das mit der Karte und diese Karte und wir werden auch gleich noch einen Anhänger schneiden. Wieder halb, wieder der Flüssigkleber, da liegt da noch. Wollen wir mal das Kräftige nehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kracht mir zu sehr, oder? Was denkst du? Ich drehe es wieder um. Ich bin ja sehr für Abwechslung, aber gefallen muss mir. Also ich bleibe bei diesem. Finde ich schicker. Ist mir so ein bisschen filigraner. Fili, genau. So, und nochmal die Klebepunkte und nochmal
das Ganze. Ja, wir letztens was gezeigt, wo es mit relativ wenig Aufwand auf 3 Karten am Ende rauskam. Heute sind wir schon bei 8 Stück. Schreib mal, was dir da gefällt, ob du das so nacharbeiten kannst oder ob du sagst, naja, das ist ja jetzt hier wirklich Massenproduktion, ist ja nicht Sinn der Übung. Du weißt ja, ich mache manchmal solche Sachen und manchmal auch ganz ausführliche einzelne Einzelstücke. Einzelne Einzelstücke ist auch schön. Ja, das ist wirklich auch wieder ein gigantisches Wortspiel. So. Einzelne Einzelstücke. Dann machen wir das mal dahin, unseren T-Anhänger da unten hin und jetzt hier. Es ist kein großer Unterschied, ne? Ich halte nochmal hoch. Aber schicki ist es, oder? Es kracht mächtig rein. Also, ich bin begeistert mit meiner Karte. Was denkst du? Hier wird dann der Reihe nach alles schön aufeinander gesetzt. Jede ist ein wenig anders und doch gehören sie alle zu einer Familie. Ist das nicht schön? Ja. Ich wünsche dir viel Freude beim Nacharbeiten. Ich hoffe, du hast Spaß dabei. Schreib mir das doch mal, ob du da selber ja, gut mit zurechtkommst und das selber gut so mitgestalten kannst. Ja, das war meine Idee für heute. Ich hoffe, dir hat mein Projekt gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch und bleib hier und schau dir noch weitere Anleitungen und Tipps an. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.